Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und ich wollte euch mal eine kleine Zusammenfassung von meinem legendären Dungeon geben, was so jetzt die letzten Tage passiert ist, denn wir haben ja viel gestreamt auch und ich denke mal, die meisten haben nicht die Zeit, um die kompletten Streams nachzuholen und deswegen werde ich euch das mal in Kurzfassung mal ganz kurz schildern. Zuallererst, die Frage kam sehr oft, kann ich gar nicht an zwei Fingern, an zwei Händen abzählen, habe ich meine neue Waffe bekommen aus dem legendären Dungeon. Weil ich es ja vorher schon so ziemlich groß angekündigt habe, dass ich schon gerne eine neue Waffe hätte aus dem Leggy Dungeon. Und dann kamen immer wieder Leute in den Livestream-Chat und haben quasi nochmal unwissend Salz in die Wunde gestreut und nachher wurde schon ein bisschen zum Running Gag, ob ich denn schon meine neue Waffe auf dem Main habe. Ja, und dann konnte ich nachher nicht mehr unterscheiden, ob das Troll oder ernst gemeint war. So, ob ich denn die neue Waffe schon bekommen habe. Ja, hat den folgenden Grund, dass es vorgekommen ist, dass ich halt eben, nicht meine neue Waffe bekommen habe, wie man vielleicht vermuten könnte und obendrauf hätte man ja sagen können, okay, shit happens, ist ein bisschen unlucky gelaufen, aber ich habe da eine ganz andere Vermutung, ja, denn ich habe euch mal alle meine legendären Items zusammengefasst. Ich habe mir die mal auch aufgeschrieben. Alles aus 15 Stunden Legendary Dungeon Stream plus die Videos der letzten Tage. Alle meine 22 Runs und was ich dort für Items bekommen habe. Ja, ich habe mir das mal zusammen alles auf einem Zettel hier geschrieben. Ja, den werde ich euch mal ganz kurz hier mal. Kleinen Moment. Man wird ja auch nicht mehr jünger hier heutzutage, ne? Ganz kleinen Moment mal. Ganz gleich. Sekündchen. Ja. So. Wenn wir mal hier drauf schauen, dann sehen wir nämlich, dass ich insgesamt 22 Runs gemacht habe, ja? Ja? In diesen In diesen 22 Runs, ne, habe ich insgesamt 6 Mal den alten Ring bekommen. Wir gehen mal hier in die Dings rein hier, ne? In den 22 Runs habe ich 6 Mal den alten Leggy-Ring bekommen. Also 6 Mal diesen Ring hier, was schon ziemlich sass ist, wie man heutzutage sagt, ne? 6 Mal haben wir den Ring bekommen, ja? Es geht aber noch weiter. Wir haben auch 6 Mal den neuen Ring bekommen in diesen 22 Runs, ja? Wir haben 4 Mal das Uschis Krakenkleid bekommen, ja? 4 Mal und wir haben 6 Mal die neuen Handschuhe bekommen. Ja, also, was soll ich dazu? Also, was soll ich dazu sagen? Meine Damen und Herren, ich glaube, ich wurde hart gescammt. Ja? Also, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen. Normalerweise ist es so, dass man ein Kontingent hat im Legendary Dungeon von Items, die man erreichen kann, was irgendwann ausgefüllt ist, bevor man neue Items kriegen muss. So, also es kann, in der Theorie, kann es passieren, dass du bis zu 4 Mal hintereinander das gleiche Item bekommst. Ja, bis zu 4 Mal war es bisher so, dass du das bekommen kannst, das neue Item. So, ne? Dann bist du schon unlucky, so. Aber nach diesen 4 Mal, wenn du das 4 Mal bekommen hast, dann musst du ein neues oder nicht ein neues, sondern ein anderes Item bekommen. Du kannst nicht nochmal ein 5. Mal aus diesem Item-Pool, das ist wie so ein Pool, wo du nicht reinspringen kannst, der auch nicht beheizt ist und so, ganz, ganz ungemütlich, ja. Wurde auch vielleicht auch schon mal reingepisst, ja, kann auch sein, so Kinderbecken und so, ne. Du kannst 4 Mal diese Items ein und dasselbe bekommen. So, dann ist aber von diesem einem Item-Pool quasi ist dann das Kontingent aufgebraucht. Dann musst du nach diesem 4. Mal
ein anderes Item bekommen. Musst du. Ja, das geht sonst nicht. Ja, überall liegen hier Schnipsel, ey. Konfetti. Und ja, alleine, dass das in diesen Runs schon 5 oder 6 Mal dasselbe Item kam, ist ziemlich unwahrscheinlich bis hin zu eigentlich unmöglich. So, im Prinzip habe ich in 22 Runs 3 unterschiedliche Item-Slots bekommen. Ja, die Rüstung, den Ring und die Handschuhe. Mehr nicht. Ich habe zwar in verschiedenen Kategorien das bekommen, so, ne? Also ich habe mal den alten und den neuen Ring bekommen, aber nicht 6-mal irgendwie die neuen Handschuhe oder 6-mal den Ring oder so. Das ist den neuen Ring. Das geht nicht. So. Und ich habe den Support noch nicht geschrieben. Ich werde ihn nach dem Video mal darauf aufmerksam machen. Die ganzen 22 Runs sind ja alle nachvollziehbar und wurden gestreamt, beziehungsweise auch in einem Video festgehalten. 15 Stunden Streammaterial plus Videos. Ich habe ja alle meine 22 Runs habe ich ja aufgezeichnet, zum Glück. Sonst wird mir das ja auch wahrscheinlich keiner glauben. Aber das ist definitiv nicht so gewollt. Und ich glaube nicht, dass man so unlucky sein kann. Ich glaube, da ist ein Fehler in der Matrix. Und es ist, wie gesagt, es ist bekannt, dass man halt Items bis zu 4-mal bekommen kann. So, dann bist du aber schon sehr unlucky. Dann musst du aber nach dem 4. Mal ein anderes Item bekommen von irgendwo an. Und das irgendwie ist da was falsch. So, habe ich das Gefühl. So, ne? Ich werde mal beim Support nachfragen, ob das so gewollt ist oder ob ich einfach nur extrem unlucky war. Aber ich werde Ihnen das dann genauso schildern und dass das alles halt eben nachvollziehbar ist. Schreibt mir mal sehr gerne eure Legendary Dungeon Experience in die Kommentare. Ich denke mal, das wird nicht nur ein Problem auf S31 sein, oder es könnte vielleicht ein S31-Problem sein. Wir haben ja auch zum Beispiel den Kysuel, der sich ja auch equipped hat hier auf dem Server. Der hatte zum Beispiel, ihr seht es ja hier, ist ja einer der Aufholjäger. Der hat auch andere Items bekommen, ne? Der hatte zum Beispiel auch hier den Hut bekommen, aber auch, ne, zum Beispiel den Gürtel, hat aber auch die neuen Items hier zum Beispiel, ne? Aber das Ding ist, bei ihm, er hatte die alten Items alle noch nicht gehabt. Die ganzen Items habe ich ja alle schon gehabt, so, ne? Und es ist ja auch bekannt, dass wohl, wenn neue Items hinzugefügt werden, die 3 neuen hier, dass wohl eine erhöhte Chance da ist, die zuerst zu bekommen, bevor man dieselben alten Items bekommt. Es sei denn, dir fehlen hier noch welche so, ne? Aber mir fehlten ja keine mehr. Das ist ja eigentlich das Hauptproblem dabei, ne? Und wie gesagt, schreibt mir mal sonst gerne in die Kommentare, ob ihr da ähnliche Erfahrungen gemacht habt, wenn ihr auf anderen Servern gespielt habt oder falls ihr auch auf S31 spielt und dasselbe Problem habt wie ich. Das würde ich mal sehr gerne wissen, weil im Prinzip, ich weiß nicht, ob das überhaupt schon so bekannt ist oder so, keine Ahnung, aber ja, ich denke mal, da ist irgendwas nicht in Ordnung so, ne? Und nach dem letzten Stream, also ich hatte ja 2 Streams gemacht, in dem ersten hatten wir ja schon häufig das gleiche gezogen und im zweiten dann nochmal, aber ich wusste nicht mehr ganz genau, was ich halt alles wie viel Mal gezogen habe, und als ich dann selbst überprüft habe, ihr könnt das wie gesagt alles nachvollziehen, die ganzen Streams und Videos sind noch online, nachdem ich das alles selbst nochmal überprüft habe und gesehen habe, ich habe da irgendwie dieselben Items so und so viel Mal irgendwie gezogen, da kommt irgendwas jetzt nicht ganz hin. Da bin ich dann ein bisschen, hat mich das ein bisschen zum Grübeln angeregt. Und das war eigentlich der Grund, warum ich dann halt auch keine neue Waffe gezogen habe. Und ich an dem Tag halt auch wirklich, ich sag mal, das Salzgehalt an dem Tag war schon ein bisschen der Salzstreuer war schon gut gefüllt, sagen wir es mal so, ne? Und deswegen gibt es für mich auf jeden Fall in diesem Dungeon keine neue Waffe, weil ich dann halt auch nicht einsehe, dort dann auch noch mehr Geld reinzublasen, dass ich, weiß ich nicht, nur um nochmal dieselben Items oder so zu bekommen. Keine Ahnung. Kann sein, dass ich jetzt, nachdem ich die so häufig gezogen habe, kann sein, dass jetzt auf einmal andere Sachen jetzt auf einmal rankommen, aber ich
muss ehrlich sagen, mir ist es nicht wert, das Geld aufzuladen, um das dann auch noch zu testen. Ja, ich denke mal, wir haben da sowieso schon genug gezeigt irgendwie, dass irgendwas nicht funktionieren kann da. Und ja, sowieso, ich hatte ja auch gesagt, ich hole mir jetzt die neue Waffe nicht auf Biegen und Brechen. Ne? Es wäre schön gewesen, wenn ich die bekommen hätte. Es ist aber auch nicht so schlimm, ne, dass ich jetzt keine neue Waffe habe. Weil im Prinzip, Statpunkt-technisch, bringt mir die neue Waffe wahrscheinlich nicht viel. Was mag die haben im Vergleich jetzt zu diesem Epic hier? Keine Ahnung. Als Legendary, vielleicht hat die 20, 30 Statpunkte oder so. Weiß ich nicht. Und das ist jetzt, weiß ich nicht, ob das für mich so worth ist. Mir wurde das Ganze auch in den Kommentaren mal vorgerechnet. Vielen lieben Dank an der Stelle nochmal. Ich hatte ja mal einmal gesagt, ich würde mich da ganz gerne an die Richtlinien von Strider so halten. Der hatte, wenn es sich lohnt, so, ne, der hatte so ungefähr durchgerechnet, eine Waffe sollte man tauschen, wenn diese 5% besser ist als die alte. Und das Equipment abseits von der Waffe hier sollte man tauschen, wenn dies 10% besser ist. Und meine jetzige Waffe würde ungefähr eine 3%ige Verbesserung mit sich tragen. Ne? Und das ist jetzt nicht unbedingt sehr viel. Also klar, der Durchschnittsschaden, ihr seht es hier unten, ne? Das ist hier alles, das ist noch unverzaubert und ne, nix weiter drin so. Aber der Durchschnittsschaden, der geht halt eben hoch. Ne? Deutlich. Und von daher kann man überlegen, ja, lohnt sich das? Könnte sich lohnen, wenn ich eine Waffe kriege, okay, nehme ich sie mit. Wenn sie nicht kommt, dann nicht. Wenn es beim nächsten Legendary Dungeon so ist, da werde ich es genauso machen. Ja, also ich werde es genauso machen wie bei diesen jetzt hier. Wenn eine Waffe kommt, kommt sie. Wenn nicht, ja, dann warte ich halt auf den nächsten Dungeon. So. Aber auf Biegen und Brechen werde ich es nicht heraufbeschwören, weil ja für mich der Unterschied halt einfach gar nicht so großartig da ist. Ne, ich mache am Tag so meine 250 bis 300 Statpunkte vielleicht so, ne, auf Intelligenz, Basis Statpunkte. Ne? Da kommen ja dann auch die ganzen Boni und so denn dazu. Und daher habe ich, weiß ich nicht, so einen Waffentausch irgendwie von den Statpunkten, keine Ahnung, habe ich vielleicht in einem Tag oder zwei drin. Ich sag mal, die Verbesserung, die man auf das Equipment hat, lohnt sich marginal zu dem, was man für Statpunkte schon verskillt hat. So, ne? Deswegen, jeder kann natürlich selbst entscheiden, ob sich das für einen lohnt oder nicht. Ne? Die anderen Sachen hier, die sind jetzt ja auch schon so 60 Statpunkte mehr, aber was sind 60 Statpunkte? Ne? Also, ne, im Vergleich, also hier drauf gesehen, ist es halt fast nichts. Ne? Und deswegen, klar, wenn ihr sagt, okay, 60 Statpunkte findet ihr viel, ey, dann nur zu, macht das. Ne? Aber für mich, ja, ist es das noch nicht ganz wert. Und ab 650 ist eine Umequipung für mich jetzt auch noch nicht so wert, sodass ich sage, dass ich wahrscheinlich erst mit Stufe 700 oder so drüber nachdenke, eine komplette Neuequipung zu machen. Zumindest dieses Equipment hier. Also abseits der Waffe werde ich ab 700 wechseln, vorher nicht. Und falls bis vor 700 noch eine neue Waffe kommt, dann werde ich die wahrscheinlich mitnehmen. Aber ja, falls nicht, dann halt nicht. Aber das normale Equipment werde ich, glaube ich, erst ab Stufe 700 wechseln. Ja, auch wenn das noch ein bisschen dauern wird. Aber das werde ich auf jeden Fall so machen. Ja, weil sich vorher der Unterschied fast halt eben wie schon erwähnt fast gar nicht rechnet, großartig so, ne? Ja, Leute, das war soweit erstmal meine Experience zu dem aktuellen Dungeon, zum Legendary Dungeon. Schreibt mir gerne rein, was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet, ob es euch vielleicht auch genauso ging, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann da irgendwie was nicht stimmen. Und ja, das war es soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.